Seid gewarnt. Folgendes Video kann Spoiler und Gewalt enthalten. September 1999. Es ist ein Game, das im Algorithmus komplett untergeht. Nicht, weil es schlecht ist, nicht, weil es von der Qualität her leidet. Nein, es ist einfach, weil es von der Machart nicht für YouTube und andere Plattformen geeignet ist. Es hat keine Jumpscares. Es hat keine legendäre Umgebung. Es ist nicht mal lange. Es geht nur 5 Minuten 30. Dieses Video ist länger als das komplette Game. Und trotzdem kann man dieses Spiel spielen und jedes Mal etwas Neues entdecken. Und so geht es mir zumindest und ich habe keine Ahnung, wie ich ein Video darüber aufbauen soll, wie ich das Spiel empfinde. Aber ich versuche es trotzdem. Zwei Dinge sind mir beim Start des Games sofort aufgefallen. Einmal der Kanarienvogel, den wir vor der Nase haben, und das Datum links unten, 18. September 1999. Okay, ich verstehe, wo der Name September 1999 herkommt. Aber der Kanarienvogel. Wenn man hochschaut, sieht man noch ein Bild. Wenn man im Flur schaut, sieht man noch 2 Bilder. Und als ich das dritte Bild gesehen habe, mit diesen 3 Kanarienvögeln, ist mir so bewusst geworden, Kanarienvögel sind soziale Tiere. Ist hier schon eine Metapher eingebaut und ja, das erste, was mir da einfällt, ist tatsächlich, sind das vielleicht Familienbilder. Statt einer Familie abzubilden, welche copyright-rechtlich geschützt sind oder einfach mit AI erschaffen werden müsste, hat der Developer Kanarienvögelbilder genommen. Nicht dumm, nicht schlecht. Und es wirkt. Zumindest auf mich. Eine andere Sache, die mir auffällt, sind natürlich die Bierdosen. Warum sind es so viele? Warum liegen sie auf dem Boden? Warum liegt dort ein Magazin neben der Matratze? Warum ist dort eigentlich nur eine Matratze auf dem Boden? Es sind also Dinge, die in der Umgebung Details sind, aber nicht viel erklären. Im Flur finden wir noch ein paar Flaschen, wir finden verdreckte Stiefel, Holzplatten auf dem Boden und weitere Bilder. Das eine Bild zeigt eine Kreuzigung, das andere eine Frau nur mit den Konturen. Was sollen diese Bilder darstellen? Wenn man Bilder in seinem Heim aufhängt, dann hat das meistens einen Grund. Meistens, klar, es kann hey, das ist einfach schön, ich will das aufgehängt haben. Es gibt aber auch Fotos von Familienmitgliedern, Fotos von der Ehefrau, Fotos von seinem Glauben. Unterstützt wird die Theorie mit dem Glauben natürlich auch mit dem Kreuz an der Wand. Sind wir im Heim einer christlichen Familie? Ich weiß es nicht. Dann erst ist mir aber auch bewusst geworden, wo sind die ganzen Möbel? Wir haben vielleicht hier einen Stuhl und einen kleinen Schrank und eine Lampe, ein Radio, aber wo ist der Rest? Im Schlafzimmer, in dem wir starten, gibt es einen Kleiderschrank oder einen Nebenraum, könnte man sagen, oder wie man es bezeichnen will, mit einer Wäschestange. Und dort sind nicht wirklich Klamotten aufgehangen. Also, wo ist das alles? Sind wir Squatter und leben in einem leeren Gebäude? Sind wir gerade erst frisch reingezogen? Und dann erst macht es Klick. Und zwar am zweiten Tag. Der nächste Tag, 19. September. Ich stolziere durch die Wohnung. Ich beobachte die Bilder. Vielleicht hat etwas sich geändert. Bis auf einmal etwas an die Tür klopft. Und zwar an eine abgeschlossene Tür. Und dann erst fällt mir auf, die Türen sind abgeschlossen. Nicht die Haustür, nicht die Schlafzimmertür, sondern die anderen 2 Türen, die ich vorher schon nicht öffnen konnte. Ich dachte, das wäre ein Gameplay-Feature. Da seine Story ist über einen paranoiden Kerl, der alleine wohnt. Aber nein, es ist eine Story über Leute, die wir gefangen halten. Am zweiten Tag geschieht nicht viel anderes. Nur dieses Klopfen, das uns endlich sagt, was eigentlich genau hier los sein könnte. Dann kommt der dritte Tag, 21. September. Das Fenster ist verbarrikadiert. Wir können die Polizeilichter sehen. Und an der Tür klopft's. Wir wissen, jemand sucht uns. Jemand vermisst uns oder hat die Polizei auf uns gehetzt. Man weiß es nicht, warum die Polizei da ist. Ausnahmsweise startet man auch nicht im Schlafzimmer, sondern im Flur. Also geht man zurück ins Schlafzimmer und sieht eine Matratze und eine Person darauf. Aber nicht, wie ihr jetzt denkt, lasziv daherräkeln, sondern eingebunden, verpackt, schwer atmend.
Das ist nicht das Bild einer Person, die freiwillig dort ist. Dann der nächste Tag, der 4., 22. September, um genau zu sein. Wir können das Radio hören. Wir können ein weinendes Schluchzen hören. Blut im Gang. Es scheint so, als gäbe es einen Kampf. Und dann geht man ins Schlafzimmer. Ich dachte mir, hey, ich schau mal nach, was das Radio macht. Vielleicht kann ich damit interagieren. Ich war nicht darauf gefasst, dass dort die Person lag. In Stücken. Einzeln verpackt, bereit zur Entsorgung. Folien an der Wand, damit keine Spuren darauf sind. Die Matratze blutig. Es hat Klick gemacht, wir sind Psychopath. Wir sind jemand, der die Person nicht einfach nur gequält hat. Wir haben die Person ermordet, in Stücke geschnitten und sind bereit, sie zu entsorgen. Und dann der letzte Tag. 30. September, ganze 8 Tage vergehen. Wir können diesmal nicht das Haus besichtigen. Wir können nicht schauen, was in den anderen Räumen ist. Alles, was wir können, ist aus der Perspektive der Kamera beobachten, wie etwas geschieht. Oder besser gesagt, hören, wie etwas geschieht. Wir hören eine Kettensäge. Sie arbeitet. Sie schneidet etwas. Und wir können nur raten, was es ist. Aber ich glaube, es hat mit dem Weinen zu tun. Und dann ist das Spiel schon vorbei. Das Ganze geht 5 Minuten 30. Wie gesagt, das Game ist nicht lange. Ich kann euch hier nebenbei das komplette Game zeigen und ihr würdet vermutlich sogar verstehen, was ich will. Was ich sagen will. Aber manche von euch würden sich es wundern und sagen, hey, warte mal. Das ist doch ein längeres Video als diese 5 Minuten Gameplay. Das sehen wir an der Timeline unten. Richtig. Ich habe ein paar Theorien dazu, was in dem Game geschieht. Beziehungsweise was wir erleben. Möglichkeit 1 ist natürlich der einfache Psychopath. Er hat Leute entführt, steckt sie in die Räume und bringt sie um. Das ist aber eine langweilige Möglichkeit. Ich meine, das Game hat solch viele Details, die keinen Sinn machen und gleichzeitig Sinn ergeben. Zumindest aus meiner Perspektive. Also muss es was anderes sein. Eine andere Möglichkeit ist der mörderische Stalker. Jemand, der eine Person, diese Frau auf dem Bild, gestalkt hat, gefangen genommen hat, gesehen hat, sie hat einen Lover, einen Ehemann und jetzt Rache nimmt. Und es wäre möglich, dass wir einen Squatter spielen, der ein leeres Haus während einem Urlaub besetzt. Die Hausbesitzer kommen zurück und er verteidigt es. Aber das wäre auch ein bisschen merkwürdig dumm. Darum hier 3 Theorien, die ich habe, die zumindest in meinen Augen mehr Sinn ergeben. Und Grundbasis für diese 3 Theorien sind tatsächlich die Bilder. Wir sehen Familienbilder in Form von Kanarienvögeln. Wir sehen eine Frau lasziv auf einem Bild. Wir sehen religiöse Bilder. Wir haben einen religiösen Ehemann. Wahrer Christ. Glaubt an die Heiligkeit der Ehe. Bis er eines Tages nach Hause kommt und seine Frau mit jemand anderem im Bett erwischt. Aber er ist nicht kaltblütig. Er geht nicht einfach in die Küche und holt ein Messer. Er geht auch nicht zur Schrotflinte. Er geht auch nicht hin und holt die Pistole. Nein. Er plant. Er lässt leiden. Also trennt er die 2 und ermordet erstmal seine Frau. Emotionale Nähe nennt sich das. Was also, wenn der Ehemann seine Frau vom Lover getrennt hat, ermordet hat und dann erst einmal selbst diese 8 Tage überstehen musste, um darüber hinwegzukommen. Vielleicht auch, um dem Lover Zeit zu lassen, zu leiden. Dann haben wir möglicher Tathergang Nummer 2. Das Kind, das misshandelt wurde. Gehen wir einfach mal davon aus, dass wir keine erwachsene Person spielen oder nicht den Ältesten im Spiel, sondern einen Sohn, eine Tochter. Was, wenn der Protagonist das Kind von religiösen Eltern ist? Eltern, die dem Kind nicht erlauben, eine Tätowierung zu bekommen, sich piercen zu lassen, auf eine öffentliche Schule zu gehen, eine Beziehung einzugehen, Spaß zu haben, mit Freunden unterwegs zu sein. Was, wenn der Mangel an Möbeln dadurch erklärt wird, dass die Eltern einfach keine Möbel kaufen?
Das sorgt dafür, dass das Kind Frust aufbaut, dass es wütend wird, dass es irgendwann explodiert, emotional. Das würde auch erklären, wieso die 8 Tage verstreichen, weil ein Kind, ein Jugendlicher, hat nicht die Möglichkeiten wie ein Erwachsener. Vielleicht braucht es einfach diese 8 Tage, um die Leichen zu entsorgen. Jeden Tag ein Körperteil im Rucksack tragend. Warum dann aber die 2 trennen? Nun, wie gesagt, es ist ein Kind. Wenn 2 Erwachsene sich wehren würden, hätte das Kind keine Chance. Also greift es erstmal die Mutter an. Vielleicht haben wir deswegen Kampfspuren, weil sich die Mutter gewehrt hat. Schließlich ist sie älter. Sie ist stärker. Aber der Protagonist konnte sie überrumpeln. Irgendwie. Und dann nach 8 Tagen der hungrige Vater, der nicht wirklich mehr eine Verteidigung aufbauen konnte. Der einfach nur akzeptierte. Und dann haben wir Möglichkeit Nummer 3. Fanatische Eltern sind nicht selten. Zumindest nicht, was Religion angeht. Bei den meisten äußert sich aber das nicht in Mord und Totschlag, sondern in Regeln, die dem Kind vielleicht ein bisschen widersprechen. Wir sahen das ja schon im vorherigen Fall, dass das Kind einfach vielleicht Regeln aufgebrummt bekommen hat, die es nicht einhalten konnte. Was aber, wenn die Eltern ein wenig weitergehen? Wenn die Eltern nicht einfach nur die Regeln bestimmen, sondern das komplette Leben. Und auch das Ableben. Was, wenn ein Elternteil Angst hatte vor der Hölle? Angst, dass die Familie in der Hölle landet. Ein religiöses Elternteil würde sich die Aufgabe vielleicht machen, die eigene Familie umzubringen, damit sie davor geschützt ist. Ob ich richtig liege, weiß ich nicht. Der Developer wird vermutlich auch niemals zugeben und sagen, hey, das und das hat mich inspiriert. Deshalb spielt das Spiel selber. Oder genießt es einfach uncut September 1999. Ohne Kommentar. Bis zum nächsten Mal.